Heute geht es um juckende Kopfhaut und was man dagegen tun kann. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid und mit mir gemeinsam auf die Suche geht nach Ideen, was man gegen Kopfhautjucken tun kann. Ich werde mich jetzt heute hier auf 4 mögliche Ursachen konzentrieren und werde euch jeweils ein paar Tipps geben, was man dagegen tun kann. Ich werde euch ein paar ganz tolle Öle vorstellen. Ich werde natürlich auch auf Inhaltsstoffsuche gehen. Das heißt, ich werde euch Inhaltsstoffe vorstellen, die Kopfhautjucken verursachen können. Ich werde euch natürlich auch ganz klar zeigen, was ich getan habe, dass ich jetzt meine Kopfhaut wieder in den Griff bekommen habe und gebe euch wirklich alle Rezepte, die ich benutzt habe, alles, was ich mir so selbst angemischt und gemacht habe, damit ihr das alles nachmachen könnt. Und last but not least bekommt ihr von mir die Info, was besser funktioniert. Mein selbst angemischtes Haaröl aus Olivenöl und Teebaumöl oder die gekaufte Variante von Kadi. Als erstes aber noch und wirklich ganz wichtig, bitte geht zum Arzt, wenn ihr euch nicht sicher seid, woher es kommt. Bei mir ist es jetzt ziemlich eindeutig gewesen, dass es einfach von Produkten her war. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, bitte lasst es anschauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was das sein kann. Es kann, ja klar, auch einfach nur trockene Kopfhaut sein. Es kann aber auch sein, dass es ein Pilz ist, ein Ekzem, irgendwas anderes. Also lasst es bitte abklären. Ich gehe mal kurz über die möglichen Ursachen drüber. Und zwar ist eine Möglichkeit, dass ihr einfach trockene Kopfhaut habt, so wie die andere Haut am Körper ja auch trocken ist, da kennt man es ja auch. Wenn die Haut trocken ist, gerade jetzt im Winter mit viel Heizungsluft und so weiter, dann spannt die Haut, dann ist sie gereizt eher auch. Und genauso ist es mit der Kopfhaut auch, der geht es da nicht anders. Eine zweite Möglichkeit sind Schuppen. Ja, wenn man Schuppen hat, kann das dafür sorgen, dass die Kopfhaut eher gereizt ist und dass die Kopfhaut sehr trocken wird. Eine dritte Möglichkeit sind Inhaltsstoffe, die einfach für Kopfhautjucken sorgen können. Und eine vierte Möglichkeit wäre auch Build-up. Ja, es kann sein, dass ihr Build-up habt von Produkten und auch der kann dafür sorgen, dass eure Kopfhaut juckt. Ich fange jetzt mal kurz an mit Schuppen. Und zwar meine ich, wenn ihr vielleicht sogar eher fettige Kopfhaut habt, die trotzdem irgendwie gereizt ist, und eben einfach Schuppen mit dazu kommen, die dann auch oft eher so in den Haaren so ein bisschen kleben bleiben und sich gar nicht so gut entfernen lassen. In dem Fall könnt ihr zum Beispiel Jojobaöl, Arganöl, Traubenkernöl, Klettwurzelöl oder Distelöl in die Kopfhaut einmassieren und mindestens 1 Stunde oder sogar besser noch über Nacht einwirken lassen. Und dann am nächsten Tag einfach eure Haare waschen. Um die Wirkung zu verstärken, könnt ihr noch zum Beispiel Rosmarin, Thymian oder Teebaumöl mit hinzufügen, einfach nur so ein paar Tropfen von den ätherischen Ölen. Wenn ihr eher sagt, ach, diese fettige Kopfhaut ist das Schlimmere bei mir und wenn ihr sagt, ach, diese Schuppen sind viel, viel schlimmer, könnt ihr Eukalyptus, Salbei oder eben auch Teebaumöl nochmal mit dazufügen. Eine andere Möglichkeit, warum die Kopfhaut trocken sein kann, ist Build-up. Build-up von Produkten. Es ist ja so, Haarpflegeprodukte sind ja dazu da, dass die Haare glänzend, schön, mit Sprungkraft und so weiter sind. Aber wenn sich diese Produkte immer mehr an den Haaren ablagern, passiert irgendwann das genaue Gegenteil. Durch diese Ablagerungen werden die Haare stumpf, sie werden leblos, sie hängen einfach nur irgendwie schlaff runter. Und wenn das so ist, wird es Zeit, den Build-up wieder zu entfernen, denn der kann auch tatsächlich für trockene, für juckende Kopfhaut sorgen. Jetzt muss man aber, wenn man den Build-up entfernen will, nicht zwangsläufig immer gleich einen Final Wash machen. Ihr dürft nicht vergessen, mit einem Final Wash, das sind ja wirklich sehr aggressive Sulfate, das trocknet eure Haare auch einfach aus, natürlich auch eure Kopfhaut aus. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Deswegen könnt ihr, wenn ihr Build-up habt, auch einfach mal anstatt dem Final Wash eine Alternative versuchen. Das wäre zum einen eine Apfelessigrinse, die zeige ich euch später noch. Wenn die Kopfhaut juckt, weil sie trocken ist, ist es natürlich Gebot der Stunde, sie zum einen nicht noch mehr auszutrocknen und zum anderen dafür zu sorgen, dass da mehr Feuchtigkeit dazu kommt. Ihr könnt sie weniger austrocknen, indem ihr zum Beispiel möglichst mild die Haare wascht. Das bedeutet eher ein Co-Wash als Low-Poo. Wenn ihr ein Low-Poo benutzen wollt, versucht ein möglichst mildes Low-Poo. Ich kann euch da zum Beispiel jetzt empfehlen, dass ihr es mal mit Intimwaschlotion probiert.
Ansonsten kann ich euch aber auch wirklich wärmstens ans Herz legen, dass ihr mal mit Roggenmehl wascht. Das werdet ihr auch später noch sehen, das habe nämlich jetzt auch ich gemacht. Das tut meiner Kopfhaut immer unglaublich gut. Ansonsten auch ganz allgemein, versucht möglichst wenig Hitze ranzubringen. Hitze trocknet aus und das bedeutet nicht zu heiß die Haare waschen und es bedeutet auch, wenn ihr die Zeit habt, diffust nicht, sondern lasst die Haare Luft trocknen. Auch das ist nochmal schonender für die Kopfhaut. Wenn es jetzt darum geht, die trockene Kopfhaut mehr zu pflegen und da mehr Feuchtigkeit mit ranzukriegen, bin ich wieder ganz klassisch bei meinen Ölen. Ich mag Öle total. Ich finde Öle einfach super, super gut für die Haare und für die Kopfhaut. Und deswegen stelle ich euch jetzt mal so meine Lieblingsöle in diesem Fall vor und lese euch einfach mal kurz vor, welches Öl für was am besten geeignet ist und wo am besten hilft. Ich würde aus dem Öl der eurer Wahl oder auch den Ölen eurer Wahl, ihr könnt auch mehrere mischen, einfach ein Pre-Po machen und würde das wieder mindestens eine Stunde vor dem Waschen auftragen oder auch tatsächlich über Nacht einwirken lassen und dann erst am nächsten Tag waschen. Wir hätten zum Beispiel zur Auswahl Olivenöl. Habe ich auch hier eben mit drin. Olivenöl ist echt ein super gutes Öl und ich finde es einfach praktisch, denn die meisten haben es zu Hause. Es ist halt einfach so. Man muss nur in die Küche laufen, zack, hat man Olivenöl und das hat auf jeden Fall wundheilungsfördernde Eigenschaften. Das heißt, wenn die Kopfhaut schon gereizt ist, wenn sie schon, ja, vielleicht auch gerötete Stellen und so weiter hat, da ist Olivenöl wirklich eine tolle Sache. Ihr könnt aber genauso gut benutzen Traubenkernöl. Das ist ein eher leichtes Öl, das wirkt gegen Schuppen, wirkt gegen die übermäßige Talgproduktion und fettige Kopfhaut. Und so ganz nebenbei schützt es vor Sonne, chemischen und mechanischen Schäden, zum Beispiel beim Färben oder sowas in der Richtung. Also auch rundum echt ein tolles Öl für Haare und Kopfhaut. Mandelöl ist echt ein Klassiker. Mandelöl ist ein super Öl. Ich kann es nicht anders sagen. Es hilft bei trockener und irritierter Kopfhaut, weil es entzündungshemmend ist und hilft so nebenbei auch bei Haarausfall und hat zellregenerierende Eigenschaften. Will ich nur einfach mal so gesagt haben. Also auch Mandelöl ist wirklich für die Kopfhaut ein super tolles Öl. Und gerade wenn die Kopfhaut eben trocken ist und irritiert ist und gereizt ist, Mandelöl ist super. Ein weiterer Superstar, wenn ihr mich fragt, was so Kopfhautöle, Haaröle angeht, ist Jojobaöl. Jojobaöl ist bei trockener, juckender und schuppiger Kopfhaut echt super, weil es ein leichtes und nährendes Öl ist, das sich auch für feines und dünnes Haar eignet, wie Traubenkernöl auch. Es verhindert fettiges Haar durch eine Verlangsamung der Talgproduktion und hat außerdem antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Genau, und mein letzter Superstar bei den Ölen ist das Arganöl. Also ich finde, Arganöl darf einfach nicht fehlen in so einer Liste. Also es pflegt, es bringt die Kopfhaut ins Gleichgewicht, es wirkt entzündungshemmend, hat antibakterielle Eigenschaften und hilft so bei Schuppen, fettiger Kopfhaut und Haarausfall. Nicht fehlen darf, finde ich, auch Kokosöl. Kokosöl ist auch was finde ich ganz viele zu Hause haben, finde ich einfach immer super praktisch, wenn man nicht irgendwie erst irgendwo hinlaufen muss oder irgendwo wild was bestellen muss, sondern wirklich erstmal die Sachen probiert, die man ohnehin zu Hause hat. Kokosöl hat ebenfalls antibakterielle Eigenschaften, die gegen Entzündungen wirken und die Kopfhautbalance wiederherstellen. Und last but not least, kein Öl, aber trotzdem halt einfach so ein totaler Jackpot, was so Haare und Kopfhaut angeht, Aloe Vera. Aloe Vera hat Enzyme, die die Entzündungen beruhigen und auch super gegen das Jucken helfen. Die Aloe Vera ist sehr feuchtigkeitsspendend und hilft gut gegen schuppige Kopfhaut. Also da könnt ihr euch wirklich durchprobieren, was euch gerade eben taugt, was euch gefällt. Ihr könnt zum Beispiel auch hier mein Rezept, ich zeige es euch dann später noch, abwandeln. Anstatt Olivenöl nehmt ihr eben Kokosöl oder nehmt Mandelöl, was ihr halt gerade auch vielleicht da habt. Bei mir war es so, dass ich mir wirklich zu 100% sicher war, dass es von den verwendeten Produkten kommt. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal die Produkte abgesetzt. Wer übrigens wissen will, um was es geht, ich habe euch hier das Video verlinkt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich habe dann auch zum anderen einfach dafür gesorgt, dass sich die gereizte Kopfhaut wieder ein bisschen beruhigt, dass sich alles wieder ein bisschen ausbalanciert. Ja, und es meiner Kopfhaut allgemein wieder besser geht. Wer mich kennt, weiß, ich habe so ein bisschen mit Inhaltsstoffen.
Ich bin kein Chemiker, aber es ist einfach ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Deswegen werde ich euch jetzt hier mal Inhaltsstoffe einblenden, von denen ich herausgefunden habe, dass sie Kopfhautjucken verursachen können. Und ich sage ganz bewusst können, denn es muss nicht sein. Fangen wir mal an. Inhaltsstoffe, die Kopfhautjucken verursachen können, sind zum Beispiel Cocamidopropylbetaine. Und hier hört es leider auch schon mit den leicht lesbaren Inhaltsstoffen auf. Ich tue euch den Gefallen, ich lese es weiter, ohne Gewähr auf richtige Aussprache. Auch auf der Liste stehen Formaldehydfreisetzer, wie zum Beispiel Diazolidinylurea oder Imidazolidinylurea, oh Gott, DMDM-Hydantoin oder und auch Quaternium 15. Parabene im ganz Allgemeinen, da gibt es zum Beispiel Methylparabene, Ethylparabene, Propylparabene und Butylparabene und auch nur Paraben. Phenoxyethanol steht ebenfalls auf der Liste. Und tatsächlich habe ich auch bei meiner Recherche von Tocopherol, also von Vitamin E, gelesen. Ich muss euch jetzt aber gestehen, ich bin da echt überrascht, aber mich würde es echt interessieren. Falls jemand von euch schon mit Vitamin E Probleme hatte, würde es mich echt freuen, wenn ihr mir das unten reinschreibt, denn ehrlich, habe ich noch nie gehört, aber man lernt ja auch nie aus. So, hier beißt es wirklich aus, wie man den ausspricht. Sodiumhydroxymethylglycinate. Würde ich jetzt mal spontan versuchen, ihn auszusprechen. Und ganz wichtig, finde ich, darf man auch nicht vergessen, die IgMs, also so werden sie im amerikanischen Raum genannt, Methylchloroisothiazolinone und Methylisothiazolinone. Und die Duftstoffe. Die sind jetzt unterteilt in sehr starke Allergene, schwache und sehr schwache Allergene, dass ihr das auch nochmal ein bisschen besser unterscheiden könnt. Ich verlinke euch übrigens auch auf jeden Fall in der Infobox, falls ihr euch da selber ein bisschen einlesen wollt, die Webseiten, wo ich das gefunden habe oder vor allem die mit diesen Duftstoffen, das fand ich nämlich echt mega interessant. Also sehr starke Allergene sind Cinnamal, Isoeugenol, dann der Evernia prunastri-Extrakt und Evernia furfuracea-Extrakt. Starke Allergene sind Cinnamylalkohol, Hydroxycitronellal und HMPCC, also das ist Lyral. Dann hätten wir noch schwache Allergene, Amylcinnamal, Citral, Eugenol, Farnesol, Butylphenyl, Methylpropional, Lilal, also ganz ehrlich, ich glaube, das wird hier ein Witzvideo, weil ich die Sachen wahrscheinlich alle falsch ausspreche, aber ist auch egal. Also Butylphenyl, Methylpropional ist Lilial. Dann gibt es Methylheptincarbonat oder Methyl-2-Octinoate. Und als sehr schwache Allergene sind zum Beispiel der Anisalkohol, Benzylcinnamate, Linalol, das liest man ja auch ganz oft, Benzylbenzoate, Citronellol, Hexylcinnamal, Limonene, Alpha-Isomethylionone, Benzylalkohol, Amylcinnamylalkohol, Benzylsalicylate, Cumarin und Geraniol. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Inhaltsstoffe bei euch jetzt die Allergien auslösen, guckt doch mal auf diesen Listen, ob ihr irgendwas findet, was in euren Produkten drinsteckt, wo ihr so ein bisschen Probleme habt damit. Dann könnt ihr vielleicht diese Produkte wirklich, diese Inhaltsstoffe wirklich einfach besser umgehen. Jetzt kommen wir aber dazu, was ich jetzt wirklich konkret gemacht habe, um meine Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich eben die Produkte abgesetzt habe. Ich bin eher so die Do-it-yourself-Variante gegangen und habe erstmal angefangen und habe mir in dem Moment, in dem ich beschlossen habe, das war es jetzt, als erstmal ein Prepo gemacht und habe mir hier Olivenöl angemischt mit ein paar Tropfen Teebaumöl. Also ich hatte hier in diesem, ich zeig's mal, ungefähr bis hierher, schauen wir mal, so, ungefähr bis hier bei meinem Fingernagel hatte ich Olivenöl drin. Das ist so ein kleines Reisedöschen aus dem DM und habe in diese Menge 3 Tropfen Teebaumöl gemacht. Das habe ich mir auf die Kopfhaut aufgetragen, auf die eine Hälfte des Kopfes. Auf die andere Hälfte des Kopfes habe ich mir hier von Kadi das Kopfhautöl getan, weil ich einfach gewusst habe, an dem Tag habe ich nicht mehr die Zeit, um meinen Kopf zu waschen. Das hat mich auch soweit erstmal zumindest so ein bisschen über den Tag halbwegs gebracht. Ich habe mir aber gleich noch was anderes gemacht. Ich hatte ja schon mal, das Video ist auch schon eine ganz schöne Zeit online, Lavendelwasser gemacht.
Und ich hatte mir einen Teil des Lavendelwassers eingefroren, weil ich eigentlich nur wissen wollte, ob man das danach noch gut verwenden kann oder nicht mehr. Ich kann euch jetzt sagen, ja, man kann es auch, wenn es eingefroren ist, wieder gut auftauen und wieder verwenden. Ich habe mir das Lavendelwasser aufgetaut und habe mir das immer wieder zwischendrin, wenn ich dran gedacht habe oder wenn ich gerade eben gemerkt habe, irgendwie, es juckt doch wieder, habe ich mir das einfach immer wieder den ganzen Tag auf die Kopfhaut gesprüht. Wen es interessiert, wie ich das gemacht habe, hier oben ist der Link. Ich verlinke es euch auf jeden Fall auch nochmal unten in der Infobox. Jetzt ist mir klar, ich habe es mit frischem Lavendel gemacht. Frischer Lavendel, den gibt es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber man kann es auch mit ätherischem Öl machen. Das ist auch kein Problem. Also, das war praktisch das Zweite, was ich gemacht habe, mir zwischendrin immer wieder, wenn es angefangen hat zu jucken oder ich auch einfach gerade daran gedacht habe, mir ein bisschen Lavendelwasser auf die Kopfhaut gesprüht habe. Und ich muss euch wirklich sagen, also Lavendel und auch diese Kombination aus, also diese Kopfhautöle allgemein, das hat mir schon wirklich sehr geholfen. Obwohl ich ja immer noch das Produkt im Endeffekt, die Reste offensichtlich auf der Kopfhaut hatte, hat es meine Kopfhaut schon zumindest ein Stück weit beruhigt, sodass ich bis zum nächsten Tag durchgehalten habe. Was habe ich jetzt konkret gemacht? Ich habe mir eine Apfelessig-Aloe-Rinse gemacht. Das heißt, ich habe Apfelessig und Wasser ungefähr im Verhältnis 1:3 vermischt und dann einfach mal nochmal so einen Klecks Aloe Vera mit dazugegeben. Der Apfelessig ist entzündungshemmend, der hilft gegen den Build-up von Produkten und hilft auch gegen die Schuppen. Wegen der AHA, das ist die Alpha-Hydroxysäure. Die kann man übrigens auch tatsächlich kaufen, wenn man möchte. Zum Beispiel als Glykolsäure oder sowas. Aber ich probiere halt immer echt gerne mal das Natürliche und vor allem auch günstigere aus. Vor allem, wenn ich es ohnehin daheim habe. Und dann habe ich beschlossen, dass ich meine Haare mit Roggenmehl wasche. Das heißt, ich habe warmes Wasser und Roggenmehl ungefähr im Verhältnis 1:2 angemischt. Meine geniehafte Idee war, ich kann mich jetzt hier eine halbe Stunde hinstellen und das Zeug verrühren, wie ich es eigentlich auch immer gemacht habe bisher. Oder ich bin diesmal klug und haue das alles in meinen Mixer. Ich habe dann für den Mixer nochmal 2 Esslöffel Wasser mit dazugefügt. Dann ist es ein bisschen flüssiger, aber tatsächlich anders konnte ich es nicht mixen. Ich mag es eigentlich lieber so ein bisschen fester, ein bisschen mehr wie eine Paste. Dann habe ich das Gefühl, ich kann es besser auftragen und es flutscht mir nicht so viel in die Badewanne. Aber letzten Endes ist das Mischverhältnis wirklich euch überlassen. So wie ihr es besser auf die Kopfhaut bringt, ist es gut. Ich habe die Apfelessig-Aloe-Rinse in eine Applikatorflasche umgefüllt oder Auftrageflasche, ich weiß nicht, wie man die nennt. Also die mit dieser Spitze vorne dran und trage sie so direkt auf die Kopfhaut auf. Ich habe da auch satt überall wirklich viel aufgetragen, weil ich das wirklich überall auf dem Kopf haben wollte. Ey, das hat auch gejuckt wie die Hölle immer wieder. Wenn ihr wegen dem Apfelessig Bedenken habt, weil die Kopfhaut schon sehr stark gereizt ist, könnt ihr entweder die Rinse auf 1:4 oder 1:5 strecken. Oder ihr könnt als Alternative eine Rinse mit Schwarztee machen. Die erkläre ich euch später kurz. Ich habe sie aufgetragen, direkt auf die Kopfhaut und nochmal einmassiert und nach 15 Minuten habe ich sie wieder ausgewaschen. Danach habe ich mir mit dem Roggenmehl-Shampoo die Haare gewaschen. Das ist übrigens ungefähr jetzt 1 Stunde lang gezogen. Es funktioniert nur mit Vollkornroggenmehl oder dem 1150er Roggenmehl. Benutzt bitte kein anderes. Wie ihr seht, massiere ich diese Roggenmehlpampe gut auf der Kopfhaut ein. Aber Vorsicht, benutzt, wenn ihr die Kopfhaut massiert, immer die Fingerkuppen dafür, nicht die Fingernägel. Denn mit den Fingernägeln kratzt ihr nur noch mehr auf der Kopfhaut und reizt ihr nur noch mehr. Und ehrlich, wenn es euch so geht wie mir, die Kopfhaut hat echt genügend mitgemacht. Und dann geht schon wieder ans Auswaschen. Wirklich gut auswaschen. Keiner will Mehlreste, die im Haar kleben, glaubt's mir. Ich habe mir dann für später einfach noch zur Pflege für die Haare und zum Entwirren von Ecoslay den Banana Deep Cream Conditioner geholt. Der ist bei mir immer im Kühlschrank, den soll man im Kühlschrank aufbewahren und das heißt, ich hole den einfach immer schon ein bisschen vorher raus, tue mir da einen Klecks raus, der wird ja dann von selber warm. Ich habe mit dem wie immer entwirrt, erst mit den Fingern, dann nochmal kurz mit der Bürste durch. Aus Zeitmangel habe ich ihn nur 10 Minuten ungefähr einwirken lassen, bevor ich ihn wieder abgewaschen habe. Danach habe ich mir so die letzten Reste, die ich gerade von der Orange Marmalade da habe, geschnappt. Von dem Gel und auch von meinem, von der Haarkur weiß ich einfach, dass ich sie super gut vertrage und dass ich da noch nie Probleme hatte und dass das wirklich total gut verträglich ist für meine Kopfhaut. Deswegen habe ich auch diese Produkte gewählt. Ja, und dann habe ich versucht, von dem Gel nicht zu viel auf die Kopfhaut zu bringen.
Also ich habe es dann versucht, nachdem ich mir diesen fetten Flatschen da hinten auf den Hinterkopf geschmiert habe. Macht es ein bisschen besser wie ich. Versucht gerade die Styling-Produkte dann nicht zwangsläufig auf die Kopfhaut zu bringen. Dann könnt ihr ganz normal scrunchen, ganz normal machen, was auch immer ihr macht zum Stylen. Dann habe ich noch schnell diffust. Ich hatte leider keine Zeit zum Lufttrocknen. Besser wäre es gewesen, ich hätte meine Haare lufttrocknen lassen. Und schon war ich eigentlich auch fertig. Ich habe den Cast noch kurz entfernt und das war's. Das ist jetzt nicht das Wahnsinnsergebnis geworden, aber darum ging es mir jetzt auch gar nicht. Ehrlich gesagt wollte ich nur das Kopfhautjucken wieder loswerden, denn das war schon echt gar nicht schön. Ich habe jetzt insgesamt 2 Waschgänge auf die Art und Weise durchgeführt, also mit dieser Apfelessigrinse und eben auch mit dem Roggenmehl gewaschen. Und habe jetzt über 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Tage hinweg im Endeffekt immer wieder das Lavendelwasser benutzt und auch immer wieder noch die beiden Kopfhautöle aufgetragen. Und es hat tatsächlich jetzt auch eben diese 6 Tage, sage ich jetzt mal, gedauert, bis ich es wirklich jetzt losgeworden bin und jetzt auch wirklich das Gefühl habe, das war's jetzt. Und ich sage euch ganz ehrlich, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich dachte, okay, Produkte absetzen, mal kurz irgendwie Kopfhautöl und dann läuft es schon wieder, aber ganz so einfach war es nicht. Deswegen passt wirklich auf, wenn ihr Produkte nicht vertragt, benutzt sie nicht mehr, wie ich, oft weiter, sondern legt sie lieber zur Seite, guckt euch die Inhaltsstoffe an, ob da welche dabei sind, die Kopfhautjucken verursachen können und legt sie gegebenenfalls dann auch einfach weg. Ich habe jetzt noch ein paar Alternativen für euch für diese Apfelessigrinse, denn gerade Apfelessig und vielleicht schon offene Kopfhaut ist nicht die beste Kombination. Und damit ihr da nicht Probleme bekommt, könntet ihr zum Beispiel als Alternative euch eine Mischung machen aus Aloe Vera und Honig. Ich würde, ich sag mal, ungefähr 2 Esslöffel Aloe Vera benutzen und ungefähr so einen Teelöffel Honig würde ich jetzt so spontan so einfach vom Gefühl her nehmen. Ich würde das alles vermischen, denn eben die Aloe Vera beruhigt nochmal zusätzlich und der Honig, der pflegt zum einen, der reinigt aber tatsächlich auch so ein bisschen. Wenn es eure Kopfhaut verträgt, könntet ihr noch braunen Zucker mit hinzufügen. Der würde dann eben tatsächlich auch Schuppen, Build-up und so weiter mit runternehmen. Müsst ihr einfach gucken, ob es mit eurer Kopfhaut passt. Ich habe was vergessen. Ihr könnt als Alternative für die Essigrinse, aber auch als Alternative fürs Lavendelwasser einen sehr starken Schwarztee benutzen. Gerade wenn ihr euch schon so ein bisschen aufgekratzt habt, würde ich an eurer Stelle zum Schwarztee greifen. Denn also Essig und offene Kopfhaut, das ist nichts. Ihr nehmt einfach am besten mehrere Teebeutel Schwarztee, brüht den auf und lasst ihn mindestens 10 Minuten ziehen. Die enthaltenen Gerbstoffe sind sehr stark wundheilend. Mütter mit Babys wissen das übrigens auch. Den Tee könnt ihr jetzt einfach als Rinse über die Kopfhaut geben und wieder ausspülen. Ihr könnt ihn aber auch mit einer kleinen Sprühflasche als Alternative zum Lavendelwasser immer wieder auf die Kopfhaut sprühen. Denn der Schwarztee muss nicht wieder ausgespült werden. Aber als Rinse entfernt der Schwarztee keinen Build-up wie die Apfelessigrinse. Und ihr müsst bei hellem Haar immer aufpassen. Der Schwarztee kann nämlich färben. Eine Alternative zum Haaröl, also zum Oliven-Teebaumöl, wäre zum Beispiel auch anstatt Olivenöl Kokosöl zu nehmen. Haben auch ganz viele zu Hause. Oder ihr sucht euch ein anderes Öl raus von denen, die ich euch vorgestellt habe. Also es ist wirklich so, hängt da nicht zwangsläufig am Olivenöl. Ich hatte es halt nun mal gerade zur Hand. Und da ich Olivenöl schon ganz oft benutzt habe, weiß ich einfach auch, ich vertrage super und das passt für mich einfach sehr gut. Deswegen ist es immer wieder mal so das Öl, das ich halt einfach benutze. Kommen wir noch zur Frage, was hat besser funktioniert? Das Kadi Kopfhautöl oder meine Do-it-yourself-Variante aus Olivenöl und Teebaumöl? Tatsächlich muss ich euch sagen, es funktioniert beides wirklich gut. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mich für eines entscheiden müsste und beides zu Hause habe, würde ich mich für das Kadi-Öl entscheiden. Ich hatte das Gefühl, dass es hier einfach so ist, dass die Kopfhaut noch ein bisschen länger nicht mehr gejuckt hat und nicht mehr gereizt war. Das waren vor allem diese 2 Stellen, die ich da am Hinterkopf habe. Da habe ich tendenziell auf der Seite wieder schneller ein bisschen kratzen müssen. Ja, genau, deswegen würde ich mich auch wegen des Geruchs, denn Teebaumöl ist jetzt für meine Nase nicht unbedingt der tollste aller Gerüche und die Kombination aus Olivenöl und Teebaumöl riecht wesentlich stärker nach Teebaumöl als dieses Kadi Kopfhautöl. Das Öl hat übrigens so als Hauptinhaltswirkstoffe, ich lese mal kurz, hier zum einen Neem,
Das hemmt eben die Entzündungen. Es ist Senföl mit drin, das lindert Irritationen und entgiftet die Kopfhaut. Und eben auch Teebaumöl, das unterstützt die antibakterielle Wirkung. Es ist aber so, dass das eben wesentlich weniger nach Teebaumöl riecht als die andere Variante. Deswegen finde ich dieses Öl insgesamt besser, einen Ticken besser. Aber wenn ihr dieses Öl nicht schon zu Hause habt, finde ich wirklich, tut diese Variante auch. Also es gibt nicht viel Unterschied und das Kaliöl kostet ja auch ein bisschen was. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr wie viel. Ich blende es euch ein. Aber weißt du, wenn ihr die Sachen schon zu Hause habt, probiert es erstmal mit den Sachen, denn für mich hat es keinen wirklich wahnsinnig riesigen Unterschied gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich furchtbar über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch weitere Tipps, Ideen, Tricks oder sonst was habt, was gegen juckende Kopfhaut hilft, bitte schreibt es in die Kommentare, dass auch andere Leute das lesen können und auch einfach andere Leute davon erfahren. Nächste Woche kommt hoffentlich, vielleicht, wer weiß das schon so genau, wir werden es sehen, wahrscheinlich das Video online mit den Curly Girl safen Produkten aus dem DM. Ich würde mich furchtbar freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin war es jetzt das aber erstmal von mir. Macht's gut. Tschüss, eure Melanie.